Ich freue mich ganz besonders, Herrn Falkenhagen zu begrüßen. Er wird sprechen über die Bewertung der Verwendung von aufbereitetem Wasser zur Bewässerung von Pflanzen mit Hinblick auf humanpathogene Viren. Herr Falkenhagen, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Mein Name ist Alex Falkenhagen und ich arbeite auch am BFR hier. Und am BFR befassen wir uns ja nicht nur mit der Forschung an Viren und richten auch nicht nur Ringversuche aus, sondern wir bewerten auch gesundheitliche Risiken, die durch lebensmittelassoziierte Erreger hervorgerufen werden. Und in den nächsten Minuten möchte ich Ihnen diesen Teil unserer Arbeit etwas näher vorstellen mit dieser Präsentation. Okay, der scheint nicht zu funktionieren. Nach rechts. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Okay, gut. Ich denke, es ist klar, dass Wasser eine kostbare Ressource ist, die knapper wird. Zum einen haben wir einen steigenden Wasserbedarf durch Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum bedingt. Zum anderen haben wir klimatische Veränderungen, wie zum Beispiel länger anhaltende Dürreperioden, die den Druck auf Wasserressourcen erhöhen. Ja. Und gut, jetzt haben wir es. Und eine Möglichkeit, existierende Wasserressourcen zu schonen, ist die Nutzung von aufbereitetem Abwasser zur landwirtschaftlichen Bewässerung. Und aus diesem Grund hat die EU Verordnung 2020-741 ins Leben gerufen. Diese Verordnung gibt Mindestanforderungen für die Verwendung von aufbereitetem Abwasser zur landwirtschaftlichen Bewässerung vor. Und die Verordnung erlangt am 26. Juni 2023 Gültigkeit und soll EU-Mitgliedstaaten dabei bei der Umsetzung unterstützen und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau für die Umwelt sowie für die Gesundheit von Menschen und Tieren gewährleisten. Vor diesem Hintergrund hat das BFR die Stellungnahme aufbereiteter Abwässer, virale Krankheitserreger auf pflanzlichen Lebensmitteln vermeiden erarbeitet. Dabei handelt es sich um eine Literaturauswertung zur Bewertung der gesundheitlichen Risiken durch die Nutzung von aufbereitetem Abwasser für die Bewässerung von pflanzlichen Lebensmitteln im Hinblick auf humanpathogene Viren. Im Fokus dieser Studie oder dieser Bewertung steht roh verzehrtes Obst und Gemüse, von dem die größte Gefahr ausgeht. Und ein Risiko für Tiere oder Feldarbeiter wurde hier nicht bewertet. Aber was besagt diese Verordnung eigentlich? Die Verordnung gibt Qualitätsstufen für aufbereitetes Wasser vor, welche Pflanzen mit diesem Wasser bewässert werden können und welche Bewässerungsmethoden angewendet werden sollen. Lebensmittelpflanzen, die roh verzehrt werden und deren essbare Teile in direkten Kontakt mit dem aufbereiteten Wasser kommen, sollen nur mit Wasser der Qualitätsstufe A begossen werden. Dafür können dann aber alle Bewässerungsmethoden verwendet werden. Wasser der Qualitätsstufe B soll nur für Lebensmittelpflanzen verwendet werden, deren essbaren Teile überirdisch wachsen und nicht in direkten Kontakt kommen. Und Wasser der Qualität C gilt zwar für die gleichen Pflanzenteile, da sind dann aber die Bewässerungsarten eingeschränkt. Als nächstes werden in der Verordnung die Qualitätsanforderungen für aufbereitetes Wasser definiert. Zum einen werden technologische Verfahren zur Abwasseraufbereitung vorgegeben, sowie weitere Parameter zur Testung, wie zum Beispiel die Anzahl der E. colis, biochemischen Sauerstoffbedarf, die Anzahl total suspendierter Stoffe, Trübung und auch die Anzahl von Legionellen oder Parasiten. Und was hier schon auffällt, ist, dass zu diesem Zeitpunkt Viren noch keine Erwähnung finden.
Viren werden tatsächlich erst bei der Validierungsüberwachung erwähnt. Das heißt, nur wenn eine Anlage neu in Betrieb geht, eine Wasseraufbereitungsanlage, beziehungsweise wenn ein neues Verfahren oder anderes Verfahren verwendet wird, soll auf gesamte Koliphagen getestet werden. Und als Leistungsziel wird eine Reduktion von 6 Log-Stufen angegeben. Ja. Und in einer Anmerkung unter dieser Tabelle steht noch, dass anstelle von Koliphagen auch Rotaviren verwendet werden können, dann mit einem gleichen Reduktionsziel von 6 Log-Stufen. Gut, so viel erst einmal zu der Verordnung selbst. Wir haben uns als erstes relevante virale Erreger angesehen. Und wie diese Tabelle veranschaulicht, gibt es verschiedene enterale Viren, die über kontaminierte Nahrungsmittel übertragen werden können. Wir haben viel von diesen Viren schon gehört. Wir haben Noroviren, das Hepatitis A-Virus, aber auch Rotaviren, Astroviren und Adenoviren zum Beispiel. Ja. Die Sache ist die, für viele dieser enteralen Viren gibt es nur wenige Untersuchungen zur Übertragung über pflanzliche Lebensmittel. Für Muscheln oder so sieht das Ganze anders aus, aber hier geht es ja um roh verzehrbare pflanzliche Lebensmittel. Anders sieht die ganze Sache für Noroviren und Hepatitis A-Viren aus. Da sind Ausbrüche, wie wir heute schon mehrmals gehört haben, durch kontaminiertes Obst und Gemüse sehr gut dokumentiert. Ich möchte jetzt nicht mehr im Einzelnen auf die Ausbrüche angehen, weil alle heute schon mehrmals besprochen wurden. Ja. Aber was anzumerken ist, selbst für Noroviren und Hepatitis A-Viren gibt es keine Hinweise auf Ausbrüche nach dem Verzehr von Baumobst oder Weintrauben. Das wird später noch einmal wichtig. Aber kommen wir zu Noroviren und HIV im Abwasser. Darum geht es ja. Wie hoch ist eigentlich die Konzentration im Abwasser und welche Reduktion können wir durch die Abwasserbehandlung erwarten? Da wir keine Experten für die Abwasserbehandlung sind, wurden uns Daten vom Umweltbundesamt in Form von 3 Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt. Und demnach befinden sich im Abwasser durchschnittlich 10 hoch 5 bis 10 hoch 8 Norovirus-Genomkopien pro Liter und 10 hoch 2 bis 10 hoch 4 Hepatitis A-Virus-Genomkopien pro Liter. Ja, und die konventionelle biologische Abwasserbehandlung reduziert die Viruskonzentration ungefähr bei 80 bis 99,9%. Und damit ist auch klar, dass diese Behandlung alleine nicht ausreicht, um alle Viren aus dem Abwasser zu entfernen. Aber es können natürlich weitere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen benutzt werden, um die Virusmenge weiter zu senken. Zur Veranschaulichung, die WHO empfiehlt für die Aufbereitung von Abwasser, für die Nutzung als Trinkwasser, eine Reduktion von 9,5 Log-Stufen enterischer Viren. Also für die sichere Nutzung als Trinkwasser wird eine wesentlich höhere Reduktion gefordert. Ja. Und welche Verfahren dann für die Aufbereitung von Trinkwasser aus Abwasser genutzt werden können, ist hier beispielhaft gezeigt anhand von verschiedenen Wasseraufbereitungsanlagen, die Trinkwasser aus Abwasser aufbereiten. Und man sieht mit einem Blick, dass das ein komplexes Verfahren ist und dass eine Kombination mehrerer Aufbereitungsprozesse nötig ist, um so ein Ziel überhaupt zu erreichen. Aber kommen wir zurück zu Noroviren und HAV. Was passiert denn, wenn jetzt Norovirus oder HAV auf Felder gelangen sollte? Als erstes haben wir uns die Stabilität im Boden angesehen. Und im Allgemeinen kann man sagen, dass die Stabilität von Viren von der Beschaffenheit der Erde und den Umweltbedingungen abhängt und auch zwischen verschiedenen Viren sich unterscheidet. Für Noroviren und HAV sind allerdings nur sehr wenige Daten vorhanden. Diese Daten zeugen aber von einer relativ hohen Stabilität von einem Norovirus, Surrogatvirus und Hepatitis A im Boden. Wir bewegen uns hier in Bereichen von einem Log 10 nach 12 Tagen für Murinus Norovirus und für HAV im Bereich von 1 bis 2 Logs nach 12 Wochen. Ja. Als nächstes haben wir uns die Stabilität von Noroviren auf pflanzlichen Lebensmitteln angesehen. Hier gibt es ein wenig mehr Daten für Surrogatviren. Und hier auch wieder ist die Stabilität abhängig von dem verwendeten Surrogatvirus, von dem Lebensmittel selbst und auch von den Umweltbedingungen.
Allerdings ist es so, dass für alle Norovirus-Surrogatviren eine Reduktion von ungefähr 1 bis 3 Logs pro Woche gezeigt wurde und dementsprechend abhängig von dem Grad der Kontamination sind Noroviren dann eben für Tage bis Wochen stabil auf Pflanzen. Eine Ausnahme, wie wir heute auch schon gehört haben, sind Noroviren auf gefrorenen Lebensmitteln, da Viren extrem stabil sind im gefrorenen Zustand. Gut, für HAV sehen die Daten ähnlich aus. Auch hier ist die Stabilität wieder abhängig von der Matrix und den Umweltbedingungen. Insgesamt scheint HAV etwas stabiler zu sein als Norovirus. Wir sind bei ungefähr 1 bis 2 Log pro Woche an Reduktion, was dann eine Stabilität von Wochen bedeutet. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Zum Beispiel wurden hier in einer Studie auf Blaubeeren wurde keine signifikante Reduktion nach 7 Tagen bei 4 Grad oder 21 Grad festgestellt. Gut, ich hatte ja gesagt, dass Noroviren und Hepatitis A-Viren sehr stabil im Boden sind. Ein weiteres spannendes Thema ist die Aufnahme von Viren über die Wurzeln von Pflanzen. Und auch dort gibt es noch nicht so viel Literatur zu, aber die vorhandene Literatur zeigt, dass Norovirus-Surrogatviren und Hepatitis A-Viren tatsächlich über Wurzeln aufgenommen werden können. Und für Norovirus-Surrogatviren wurde sogar gezeigt, dass diese Viren nach der Aufnahme über Wurzeln infektiös sind. Ja, hier zum Beispiel in einer Studie wurde infektiöses Virus in Erdbeeren gefunden, nachdem Erdbeerpflanzen mit kontaminiertem Wasser bewässert wurden. Die Aufnahme ist auch wieder abhängig von verschiedenen Faktoren, einmal dem Surrogatvirus selbst, der Pflanzenart und der Inokulations- bzw. Wachstumsmethode. Zum Beispiel wurde kein infektiöses Virus in den Blättern von Frühlingszwiebeln gefunden, die in Erde gewachsen sind, dafür aber infektiöses Virus in Frühlingszwiebeln, wenn sie hydroponisch gewachsen sind. Und dann haben wir uns noch das Vorkommen von Noroviren und HAV in pflanzlichen Lebensmitteln angesehen. Und es ist kein Geheimnis, dass in regelmäßigen Abständen beide Viren auf verschiedenen Lebensmitteln detektiert werden. Normalerweise bewegen wir uns hier im niedrigen Prozentbereich, also eine geringe Anzahl an Proben scheint immer positiv für diese Viren zu sein. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel hier in einer Studie aus Frankreich, wo 15,5% der getesteten Beeren, Tiefkühlbeeren, positiv für Noroviren waren. Diese Studien beinhalten keine Daten zur Infektiosität dieser Viren auf den Lebensmitteln, da es sich nur um Genomkopiennachweise handelt. Aber allerdings gibt es ja beschriebene Ausbrüche durch kontaminierte pflanzliche Lebensmittel. Das heißt, dort können auf alle Fälle infektiöse Viren vorhanden sein. Und als letztes haben wir noch eine Risikocharakterisierung im Rahmen eines Worst-Case-Szenarios durchgeführt. Worst-Case-Szenario heißt in diesem Zusammenhang eine unzureichende Reduktion von Noroviren und HAV durch die Abwasserbehandlung. Und es ist klar, dass in diesem Szenario alle Bewässerungsarten zur Kontamination von unterirdisch wachsenden Pflanzenteilen führen und das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit der Kontamination oberirdisch wachsender Pflanzenteile variiert in Abhängigkeit von der Bewässerungsart, wobei die unterirdische Tröpfchenbewässerung unserer Einschätzung nach die geringste Wahrscheinlichkeit der Kontamination bietet. Allerdings kann bei keiner der Bewässerungsarten ausgeschlossen werden, dass oberirdisch wachsende Pflanzenteile kontaminiert werden. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Ausbrüche durch kontaminierte pflanzliche Lebensmittel beschrieben sind, dass hohe Konzentrationen von für die Lebensmittelsicherheit relevanten Viren im Abwasser vorhanden sind, dass diese Viren eine hohe Stabilität im Boden und auf Pflanzen haben und dass sogar noch die Möglichkeit der Aufnahme über die Wurzeln besteht. Insgesamt ist die Datenlage gering, was eine abschließende Bewertung erschwert. Ja, aber die vorhandenen Daten legen nahe oder deuten darauf hin, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung möglich ist durch die Bewässerung mit aufbereitetem Abwasser.
Weiteren Forschungsbedarf, es gibt sehr viel weiteren Forschungsbedarf entlang der gesamten Warenkette, was die Stabilität von Viren angeht, aber ein zentraler Punkt, der hier fehlt, sind Methoden zur Messung der Infektiosität von Noroviren und HAV, die routinemäßig angewendet werden können. Und ich bin sehr froh, dass Herr Taube da über dieses Problem berichtet hat und ich hoffe, es kommt mehr und es wird weiter daran geforscht, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was uns einfach fehlt, um das Risiko zu bewerten. Ja. Und sollten diese Ergebnisse dann da sein, dann kann man die Infektiosität mit der Infektiosität von Surrogatviren und Indikatorviren vergleichen und darauf basierend vernünftige Empfehlungen geben. Also aus den gerade genannten Gründen sieht das BfR die EU-Verordnung kritisch oder steht der Verordnung kritisch gegenüber und empfiehlt keine Verwendung von aufbereitetem Abwasser für die Bewässerung von Pflanzen, deren bodennah oder im Boden wachsende Teile für den Rohverzehr vorgesehen sind. Und diese Empfehlung gilt, bis eben sichergestellt werden kann, dass keine humanpathogenen Viren mehr in diesem aufbereiteten Abwasser sind. Selbst bei relativ sicher erscheinenden Bewässerungsmethoden wie der unterirdischen Tröpfchenbewässerung können wir einfach nicht ausschließen, dass Viren über die Wurzeln in oberirdisch wachsende Pflanzenteile geraten. Momentan sieht das BfR keine gesundheitliche Beeinträchtigung durch die Verwendung von aufbereitetem Abwasser zur Bewässerung von Pflanzen, die nicht roh verzehrt werden, solange Regeln der Küchenhygiene eingehalten werden, da die Viren durch das Abkochen in der Regel getötet werden, inaktiviert werden. Und auch keine gesundheitliche Beeinträchtigung durch die Verwendung von dem aufbereiteten Abwasser bei Obstbäumen und Weinbergen, solange kein Kontakt mit Früchten besteht. Das bezieht sich auf das Wasser und nicht auf Menschen. Weil wir eben keine beschriebenen Ausbrüche in diesem Zusammenhang kennen. Gut, und das war es dann von meiner Seite und freue mich auf Fragen.